Hallo zusammen, mein Name ist Sebastian vom Technikloft und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo auf dem Kanal. Heute schauen wir uns den brandneuen Gimbal von Fiotech an. Dies ist der Fio Pocket 2. So, als erstes wollen wir uns dann einmal die Hardware vom Fio Pocket 2 anschauen. Da muss ich sagen, war ich sehr beeindruckt. Denn der Hauptteil des Gehäuses besteht tatsächlich aus Metall und das macht einfach einen super wertigen Eindruck. Zusätzlich dazu gefällt mir auch, wie klein und kompakt der Gimbal ist, obwohl er eigentlich alle Funktionen eingebaut hat. Aber mehr dazu später. Jetzt schauen wir uns einfach mal die Hardware kurz an. Auf der rechten Seite haben wir den Ein- und Ausschalter, dann auf der Rückseite ein Touchscreen-Display, mit dem dann auch das komplette Menü gesteuert wird. Darunter einen kleinen Joystick, mit dem kann man dann die Kamera nach oben, nach unten oder auch nach links und rechts bewegen. Und darunter haben wir eine Aufnahmetaste. Wenn wir die kurz drücken, dann biept es einmal und dann haben wir hier auch eine blinkende grüne LED, die uns darüber informiert, dass wir gerade Videos aufnehmen. Mit einem weiteren Klick darauf hört dann die Aufnahme wieder auf und auf der linken Seite sehen wir dann einen USB-C-Ladeanschluss, eine kleine Status-LED und dann auch den Slot für die Micro-SD-Karten. Zu guter Letzt bietet der Gimbal dann nochmal unten einen Stativanschluss und das ist natürlich super praktisch, dass man dafür kein separates Zubehör benötigt. Besonders gut gefallen hat mir auch, dass trotz dieser kompakten Größe WLAN schon eingebaut ist. Und das ist ein Riesenvorteil im Vergleich zum Beispiel zum DJI Pocket 1 oder 2, denn da braucht es dann immer weiteres Zubehör, um diese Funktion zu realisieren. Und somit kann man dann mit der Fiocam App auch diesen Gimbal komplett fernsteuern, den Gimbal bewegen, verschiedene Kameramodi anwählen oder zum Beispiel auch Timelapse oder Hyperlapse aufnehmen. Weiter geht's dann mit der Akkulaufzeit und auch da muss ich sagen, war ich sehr, sehr beeindruckt. Ich habe mit dem Fio Pocket 2, dem DJI Pocket 1 und DJI Pocket 2 mit allen Kameras 4K 60 Material aufgenommen und der DJI Pocket 1 stieg nach 1,5 Stunden aus, der Pocket 2 mit dem Do-It-All-Handle nach 1 Stunde und 20 Minuten und der Fio Pocket 2 erst nach 2,5 Stunden. Das heißt, die Akkulaufzeit ist hier doch deutlich besser. Weiter geht es dann mit der Stabilisierung und da muss ich auch sagen, war ich ebenfalls sehr beeindruckt und es ist wirklich auf einem Level mit dem DJI Pocket 2, was ich so nicht erwartet habe. Ist auch ein bisschen komisch, dass ich nicht erwartet habe, denn ich benutze ja auch Fiotech Gimbals für meine A7 III, insofern weiß ich, dass sie Gimbals bauen können. Aber auch hier beim Pocket 2 hat es super geklappt und die Videos sind einfach sehr gut stabilisiert. Wenn ihr einen Vergleich sehen wollt zwischen dem DJI Pocket 2 und dem Fio Pocket 2, was die Aufnahmequalität angeht, dann lasse ich euch den Link unten in der Beschreibung, denn da habe ich extra nochmal ein separates Video für euch gemacht. Zu guter Letzt dann nochmal so ein paar kleine Informationen, was mich einfach grundsätzlich an dem Gimbal sehr beeindruckt hat. Einerseits ist es, dass der Lautsprecher, der eingebaut ist, sehr gut ist. Das heißt, wenn man mal Aufnahmen sich angucken möchte und auch gucken möchte, ob man jetzt den richtigen Moment eingefangen hat, ist der Lautsprecher dafür sehr gut geeignet. Und der Blickwinkel ist sehr breit. Also der ist bei ungefähr 16 mm Brennweite und im Vergleich der DJI Pocket 2 hat so um die 35 oder 38 mm. Das heißt, der Blickwinkel ist hier deutlich breiter und erinnert dann so ein bisschen mehr an eine GoPro. Ja, man kann zwar im Menü dann umschalten von Super-Weitwinkel auf Weitwinkel und dann auch auf nah, aber das würde ich nicht empfehlen, denn die Videoqualität leidet darunter, denn es sieht für mich wirklich nach einem digitalen Zoom aus. Auch wenn man in allen Einstellungen 4K 60 aufnehmen kann, würde ich davon einfach abraten. Das mit dem Weitwinkel ist aber natürlich auch super praktisch, wenn man den Pocket zum Beispiel zum Vloggen nehmen möchte, denn dann reicht es, wenn man den so 30, 40 cm vors Gesicht hält und dann ist schon alles drauf. Man muss nicht den Arm super weit ausstrecken. Herzlich willkommen hier auf dem wunderschönen Scharpennacken in Wuppertal. Samu flitzt hier auch die ganze Zeit fleißig um mich herum und hat richtig Spaß. Und jetzt gerade hört ihr den Ton und seht auch das Videomaterial vom Fio Pocket 2 in 4K 60 aufgenommen. Und das kann man auch sehr gut daran erkennen, wie weitwinklig das Ganze ist. Denn die Kamera ist nur so circa 40 cm von meinem Gesicht entfernt, aber trotzdem hat man hier wirklich alles im Bild, was natürlich super praktisch ist. Und somit kommen wir dann schon zum wichtigsten Aspekt und das ist natürlich die Videoqualität. Und da muss ich sagen, war ich auch beeindruckt, aber da zeigen sich dann doch ein paar Schwächen im Vergleich zum DJI Pocket 2. Ja, die Stabilisierung ist super und ich finde es toll, dass man 4K 60 aufnehmen kann, aber im direkten Vergleich mit dem DJI Pocket 2 fehlt leider Schärfe und auch das Rauschen fällt höher aus. Dafür gibt es aber auch ein paar technische Gründe. Einerseits ist der Sensor hier in dem Fio Pocket 2 ein bisschen kleiner als im DJI Pocket. Die Blende ist mit 2.0 höher als mit der 1.8er Blende im Pocket. Das heißt, es kommt weniger Licht an den Sensor und auch die Auflösung des Sensors ist geringer mit 12 zu 64 Megapixeln. Das heißt, das ist ein Schärfeunterschied, der fällt hauptsächlich wirklich zum Beispiel an Fernsehern oder halt an einem 5K iMac auf.
Wer sich das auf dem Smartphone anschaut oder auf einem Tablet, ich glaube, der wird da keinen großen Unterschied feststellen, aber es ist auf jeden Fall auf größeren Monitoren ein Unterschied feststellbar. Und wenn man wirklich die absolut beste Bildqualität haben möchte, dann ist der DJI Pocket 2 doch weiterhin das Maß aller Dinge. Aber wenn man dann zum Beispiel sagt, nein, ich möchte lieber alle Funktionen in einem Gerät haben, dann ist auch der Fire Pocket eine gute Wahl. Zusätzlich dazu muss dann natürlich immer noch der Preis mit in Betracht gezogen werden, denn bei den Firetech Gimbals sinkt auch der Preis meist recht schnell und er hat auch ein paar Funktionen, die der DJI Pocket 2 so nicht hat. So kann er zum Beispiel Hyperlapses oder auch Timelapses direkt in 4K aufnehmen, während der DJI Pocket 2 da auf Full HD beschränkt ist. Aber auch bei den Hyperlapse gibt es leider eine kleine Einschränkung, denn ich bin ein Riesenfan von Hyperlapse und mache das andauernd mit meinem DJI Pocket 1 und 2. Und ja, der Fire Pocket 2 kann das in 4K, aber die Bewegungen sind leider nicht ganz gleichmäßig. Er ist manchmal ein bisschen langsamer, dann wird er schneller und das ruiniert so ein bisschen die finale Aufnahme. Ich bin da wahrscheinlich auch relativ empfindlich und sehe sowas sehr schnell. Insofern vielleicht fällt es auch einigen Leuten gar nicht auf. Aber das ist so eine kleine Einschränkung. Ja, 4K ist möglich, die Schärfe ist gut in dem Modus, aber die Bewegung ist nicht ganz gleichmäßig. Und das beendet dann auch schon mein Video. Ich muss sagen, grundsätzlich hat mich der Fire Pocket 2 sehr beeindruckt. Wenn es euch nicht darum geht, die absolut beste Bildqualität in diesem kleinen Formfaktor rauszuholen und euch vielleicht die Verarbeitungsqualität oder auch der Funktionsumfang mit eingebautem WLAN und dann im Endeffekt natürlich auch der Preis wichtiger sind, dann glaube ich, dass ihr mit dem Fire Pocket 2, vor allem auch mit der richtig guten Akkulaufzeit, sehr zufrieden sein werdet. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, hinterlasst die gerne unten in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.